Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin-Tutorial-Reihe. Heute geht es um das Mining-Target. Ich habe ja letztes Mal relativ lang und breit erklärt, wozu man das braucht. Heute wollen wir uns die Formeln dazu angucken. Das heißt, heute wollen wir uns angucken, wie man aus dem Teil, der im Block steht, das ist zum Beispiel das da, hier dieses hexadezimale 1B0404CB, wie man aus dem wirklich rausbekommt, wie klein eigentlich der Hash wirklich sein muss. Und das Ganze ist eine komprimierte Schreibweise, das heißt, es stimmt nicht ganz, wenn ich hier schreibe, 1B0404CB muss größer sein als der Block-Header-Hash. Nein, eigentlich muss der Hashwert kleiner sein als eine bestimmte Form oder also man setzt das im Endeffekt noch in eine Formel ein. Und zwar gibt es hier diese wunderbare Formel, das echte Target ist der Koeffizient mal 2 hoch 8 mal der Exponent minus 3. Und ja, da findet man natürlich zwei Variablen, Koeffizient und Exponent. Und genau die beiden hat man sich im Block aufgeschrieben. Alles andere fällt raus, damit man das Ganze, wie gesagt, nicht darstellen muss. Weil das Target ansonsten 256 Bit oder Byte hat. Und somit relativ lang wird. Wir schauen uns gleich noch ein fertiges Target an. Und ja, das wäre einfach zu platzteuer, sage ich jetzt mal, weil man möchte natürlich die Blöcke so klein wie möglich halten, das heißt, man spart an allen Ecken und Enden. Deswegen hat man sich gesagt, okay, der Koeffizient ist der hintere Teil und der vordere Teil ist der Exponent. Das heißt, wir haben hier Exponent 1b und Koeffizient einfach alles, was danach kommt und können das dann einfach so in die Formel einsetzen. Das heißt 0 Kreuz, ich habe jetzt hier einfach einen Mix aus Hexadezimal und Dezimal gemacht, damit ihr trotzdem noch versteht, was da ungefähr passiert. Also 0404CB, das ist einfach das aus dem Block, aus dem Target. Und das ist der Koeffizient mal 2 hoch 8 mal 0 Kreuz 1b, das ist der Exponent, den wir ganz vorne finden, minus 3 ist gleich, und was im Endeffekt passiert, ist eigentlich ziemlich nett, denn wir verschieben hier bloß den Koeffizienten um ein paar Bits nach rechts, das heißt, da stehen einfach ein paar Nullen sozusagen. So. Was hat das für eine Auswirkung? Das bedeutet jetzt, dass der Hashwert, den ich berechne von meinem Block-Header, dass der kleiner sein muss als das, was ich hier jetzt tatsächlich ausgerechnet habe, also als das Target. Das heißt, nicht das Target, das im Block angegeben ist, gibt an, wie klein der Block-Header-Hash sein muss, sondern es gibt an, wie klein nach der Formel, also man muss das ganze Zeug erst in eine Formel stecken und dann kann man eben rausfinden, wie klein muss mein Hashwert sein. Und ja, in dem Fall wirklich ganz schön klein, es gibt aber noch deutlich kleinere. Das ist wie gesagt davon abhängig, wie viele Miner es tatsächlich gibt und wie viel die jetzt gerade an Hashing Power da reinstecken. Je mehr Hashing Power, desto höher wird das Target. Das heißt, desto niedriger wird eigentlich das Target. Das heißt, wir müssen hier unter einen kleineren Hashwert und müssen deswegen mehr Arbeit reinstecken, um später alle 10 Minuten einen neuen Block zu erstellen. Und ja, das ist eigentlich ganz, naja, nicht nett, für die Miner zumindest nicht, aber ja gut, man hat es halt so gelöst. So. Und was ist jetzt die Difficulty? Von der redet man relativ häufig. Das ist der Faktor, um wie viel schwerer das Mining ist als bei einer Difficulty von 1. Bei einer Difficulty von 1 haben wir einfach direkt alles wird akzeptiert. Und jetzt haben wir hier sozusagen etwas schwerer. Das heißt, wir brauchen insgesamt diesen Faktor hier schwerer. Also wir brauchen so viele Hashes, bis wir es tatsächlich endlich mal schaffen, einen Block erfolgreich zu schmieden mit einem erfolgreichen Hashwert. Also das ist einfach sozusagen der Umkehrfaktor. Je höher die Difficulty, desto niedriger das Target. Das heißt, ihr müsst mit eurem Hashwert unter dem Target liegen und die Difficulty gibt euch quasi bloß an, wie schwer ist das Ganze eigentlich. Okay, und ja, ihr könnt das Ganze natürlich jederzeit online nachlesen, das sollte kein Problem sein. Aber die Difficulty steht sowieso auch dann überall verfügbar und auch in jedem Blog steht, wie gesagt, das Target drin. Gut. Ja, und das war's eigentlich heute auch schon wieder. Nächstes Mal schauen wir uns dann wieder ein bisschen mehr dazu an. Hat auch mit Mining zu tun und zwar geht es nächstes Mal um Softforks. Gut, und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.